Wie kann man in Lime Survey 5 schnell und einfach eine Umfrage erstellen? Der erste Schritt ist natürlich hier auf Umfrage erstellen zu klicken und dann bekomme ich hier ein paar Sachen, die ich einstellen muss. Das erste ist der Umfragetitel. Ich gebe hier einfach mal Test ein. Das ist auch das Einzige, was hier als Pflichtangabe anzugeben ist. Der Rest ist dann optional. Ich kann hier also die Basissprache ändern. Voreinstellung ist hier Englisch. Wir wechseln mal auf Deutsch und dann kann ich hier eine Umfragegruppe definieren. Das wäre also nur dann relevant, wenn ich mehrere Umfragen zu einer Umfragengruppe zusammenfassen möchte. Und beim Administratorenname lassen wir ebenfalls die Voreinstellung und klicken dann auf Umfrage erstellen. So, jetzt wurde tatsächlich schon eine Umfrage erstellt. Es wird auch hier oben angegeben, Ihre neue Umfrage wurde erstellt. Wir haben außerdem auch eine erste Fragengruppe und eine Beispielfrage für Sie erstellt. Es ist also ganz praktisch, dass schon eine Fragengruppe und eine Frage eingefügt ist und wir gucken uns das direkt mal an. Und zwar kann man hier auf der Seite zwischen Einstellungen und Struktur hin und her wechseln. Bei der Struktur wird eben die Struktur des Fragebogens angezeigt und damit starten wir jetzt mal. Man sieht hier, dass schon eine erste Fragengruppe eingefügt wurde, die heißt meine erste Fragengruppe und innerhalb dieser Fragengruppe ist schon eine erste Frage drin. Und diese Frage hier, die hat den Code Q00 und den Fragetext eine erste Beispielfrage. Und die beiden Sachen wollen wir uns jetzt mal angucken, wie man das verändern kann und vor allem dann auch eben ergänzen kann, um weitere Fragengruppen und weitere Fragen. Also der erste Schritt ist, ich klicke mal hier auf die Fragengruppe und gehe dann hier auf Bearbeiten. Und dann kann ich die Fragengruppe hier bearbeiten. Angenommen, ich möchte die jetzt nicht nennen, meine erste Fragengruppe, sondern die soll einfach nur heißen Fragengruppe 1 zum Beispiel. Dann gehe ich hier auf Speichern und Schließen. Dann wird das Ganze angepasst und man sieht hier auf der linken Seite in der Übersicht, dass das jetzt Fragengruppe 1 heißt. Dann gehen wir mal in die Frage rein. Die Frage selber wurde hier angelegt und die können wir jetzt verändern, indem wir hier oben rechts auf Bearbeiten gehen. So, dann gucken wir mal, was bei dieser Frage hier alles eingestellt ist und passen das so ein bisschen an. Zunächst mal der Fragencode, der ist wichtig, um diese Frage später wiederzufinden und auch um die Frage wiederzuerkennen später bei der Analyse in der Statistiksoftware. Und der Code ist jetzt hier Q00, angenommen wir wollen das nicht so haben, sondern wir wollen die ganze Frage hier Q1 nennen, dann können wir das hier anpassen und dann auf Speichern gehen, dann wird das Ganze übernommen. Und hier wird auch nochmal angezeigt, Frage wurde gespeichert. So, schauen wir mal weiter, was es hier für Einstellungen gibt. Zunächst mal findet man hier die Angabe, welcher Fragentyp hier vorliegt, wie also diese Frage dann aussieht im Fragebogen. Und die Voreinstellung ist hier langer freier Text. Wenn ich draufklicke, kann ich dann auswählen, welchen Fragentyp ich haben möchte. Und hier wird eine ganze Reihe an Fragetypen angeboten. Und wir schauen mal einen ganz kleinen Überblick uns an. Das erste ist die Einfachauswahl. Das sind also Fragen, wo die Befragungsperson eine der Antwortmöglichkeiten auswählt. Und wir gucken mal einen ganz kurzen Überblick. Es gibt hier die 5-Punkte-Auswahl. Die sieht dann so aus, dass die Befragten hier 1, 2, 3, 4, 5 auswählen können. Man kann diese Antwortmöglichkeiten hier aber nicht beschriften. Besser ist es dann, wenn man hier zum Beispiel die Liste Optionsfelder auswählt. Dort kann man die einzelnen Antwortmöglichkeiten dann eben beschriften. So ähnlich ist es auch bei der Liste Clubbox. Dann haben wir hier Image Select List. Das ist also ähnlich wie die Antwortmöglichkeiten bei der Liste Optionsfeldern, aber dann mit Bildern. Und Bootstrap Buttons ist einfach nochmal eine bisschen andere Darstellungsweise mit solchen Kästen hier. Dann gibt es die Matrixfragen. Die sehen also immer so aus, wie man das hier so sieht, dass man also bestimmte Teilfragen hat, zum Beispiel bestimmte Aussagen, die die Befragten bewerten sollen. Und dann sieht man hier, dass es eine ganze Reihe an verschiedenen Matrixfragen gibt. Die können Sie einfach mal ausprobieren, welche dann für Ihre jeweilige Fragestellung hier am besten passt. Dann gibt es die Textfragen. Das sind einfach offene Fragen, wo die Befragten dann ein Textfeld bekommen, wo sie ihre Antwort eintippen können und die sind unterschiedlich lang. Es gibt dann hier einen ausführlichen Freitext, einen kürzeren Freitext, langeren Freitext und es gibt auch die Möglichkeit, mehrere kurze Texte eingeben zu lassen. Dann gibt es hier die Mehrfachauswahl. Das sind also Multiple-Choice-Fragen, wo die Befragten nicht nur eine Antwortmöglichkeit, sondern eben mehrere Antwortmöglichkeiten anklicken können. Und dann gibt es die Maskenfragen, das ist nochmal eine ganze Reihe an weiteren Fragetypen. Da lohnt es sich nochmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Ich habe auch nochmal ein weiteres Video erstellt zum Thema Fragetypen in der Übersicht. Schauen Sie da gerne nochmal rein. Die wichtigsten sind vielleicht der Fragetyp Gleichung, wenn man so im Hintergrund etwas berechnen möchte. Dann gibt es die mehrfache numerische Eingabe, wenn man den Befragten also ermöglichen möchte, mehrere Eingaben zu machen, aber nur Zahlen. Und dann gibt es hier Reihenfolge, ist also eine Ranking-Frage, wo die Befragten etwas in eine bestimmte Reihenfolge bringen sollen. Textanzeige ist noch sehr wichtig. Wenn man also gar keine Frage stellen möchte, sondern den Befragten einfach nur einen bestimmten Text anzeigen möchte, dann ist das hier der richtige Fragentyp. Und Zahleneingabe ist auch oft genutzt. Wenn man also bestimmte Fragen stellt, die nur mit Zahlen beantwortet werden sollen, dann ist das hier der richtige Fragentyp. Okay, ich wechsle jetzt mal wieder ganz nach oben
zu der Einfachauswahl und dann gehe ich hier auf den Punkt Liste Optionsfelder. Das ist so der Fragentyp, der am häufigsten verwendet wird. Und gehe dann auf Auswählen. So, jetzt wurde der Fragentyp hier geändert, sodass jetzt hier Liste Optionsfelder steht. Ist nicht so ganz gut zu erkennen. Und dann haben wir hier als nächstes dann die Frageformulierung. Hier steht jetzt eine erste Beispielfrage. Bitte beantworten Sie diese Frage. Diesen Fragetext kann man jetzt natürlich beliebig hier ändern, so wie man das eben hier in dem Fall haben möchte. Und dann kann man unten drunter die verschiedenen Antwortoptionen eingeben. Kann also jetzt hier zum Beispiel schreiben, das ist jetzt hier die Antwort 1, die von den Befragten gegeben werden kann. Und dann kann man hier weitere Antwortoptionen hinzufügen. Ich sage jetzt einfach mal noch Antwort 2 und Antwort 3. Und dann ist noch interessant, dass hier auf der rechten Seite jeweils ein Code eingegeben werden kann für diese Antwortoption. Das ist also auch wieder wichtig bei der Auswertung der Daten, dass diese einzelnen Antwortmöglichkeiten mit einem bestimmten Code versehen sind. Und dieser Code ist hier jetzt AO für Antwortoption 01. Und meine Empfehlung ist, das lieber auf Zahlen zu setzen, also einfach dort nur eine 1, 2, 3 und so weiter zu verwenden, damit es dann in der Statistiksoftware auch direkt als numerische Variable dann erkannt wird. Gut, zwischendurch kann man das immer speichern, damit die Einstellungen nicht verloren gehen. Und dann hat man hier auf der rechten Seite jetzt zu der Frage noch allgemeine Einstellungen. Und da verschaffen wir uns mal einen kurzen Überblick. Wenn Sie es genauer wissen wollen, schauen Sie nochmal in mein Video rein zu dem Thema Einstellungen bei Fragen. So, zunächst mal habe ich hier die Information, zu welcher Fragengruppe gehört diese Frage. Wenn ich mehrere Fragengruppen habe, kann ich das also hier dann erkennen. Dann kann ich hier sagen, ob es eine sonstige Option bei der Frage geben soll, ja oder nein. Das heißt also, dass zusätzlich zu diesen 3 Antwortoptionen noch eine sonstiges Antwortoption eingefügt wird mit einem kleinen Textfeld, wo die Befragten noch was reintragen können. Dann gibt es hier die Frage, ob die Frage zwingend beantwortet werden muss. Wenn man das auf ansetzt, dann müssen die Befragten diese Frage ausfüllen, um im Fragebogen weiter vorangehen zu können. Bei aus ist das nicht nötig, die Leute können auch ohne die Frage zu beantworten weiterklicken. Und dann gibt es jetzt neuerdings noch so einen Mittelweg. Und zwar kann man hier den Punkt sanft anklicken. Das bedeutet, dass die Befragten, wenn sie die Frage nicht beantwortet haben, nochmal mit einem kleinen Pop-up darauf hingewiesen werden und gebeten werden, die Frage doch bitte auszufüllen, können dann aber auswählen, ob sie die Frage jetzt noch beantworten wollen oder ob sie doch weitergehen wollen, ohne die Frage zu beantworten. Dann gibt es hier den Punkt Bedingungen. Das ist dann relevant, wenn man diese Frage nur einem Teil der Befragten stellen möchte. Also zum Beispiel nur Befragten, die in einer vorhergehenden Frage eine bestimmte Antwort gegeben haben. Wenn Sie sich dafür genauer interessieren, schauen Sie sich mal die Videos an zum Thema Relevanzgleichung und Bedingungen setzen, die ich dazu erstellt habe. Diese Bedingungen hier hießen früher Relevanzgleichungen, jetzt ist es einfach nur noch mit Bedingungen überschrieben. Dann kann man eintragen, ob die Antwort auf diese Frage verschlüsselt übertragen werden soll und ob diese Einstellung, die ich hier für die Frage getätigt habe, als Standardeinstellung für diesen Fragetyp gespeichert werden soll. So, und dann gibt es jede Menge weitere Optionen. Da lohnt es sich, wie gesagt, mal in das Video zu den Frageoptionen reinzuschauen, beziehungsweise auch in das Video zu dem Fragentyp Liste Optionsfelder. Da zeige ich nochmal alle Optionen, die hier unter Anzeige, Logik und so weiter angeboten werden. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück, indem wir hier auf Speichern und Schließen gehen. Okay, wir sind jetzt hier wieder bei der Umfragestruktur, sehen also hier unsere Fragengruppe mit dieser einen Frage. Das erste, was wir mal ausprobieren wollen, ist, dass wir innerhalb dieser Fragengruppe eine weitere Frage hinzufügen. Also klicke ich hier auf Frage hinzufügen. Man sieht hier schon, wurde ein Code vergeben, den verändere ich jetzt mal einfach auf Q2 und den Fragetyp lasse ich jetzt einfach mal hier auf langer freier Text. Dann gehe ich wieder auf Speichern und Schließen. Und dann sieht man, dass das Ganze hier hinzugefügt wurde. Neben dieser Q1 gibt es jetzt hier die Q2 innerhalb der Fragengruppe 1. Und dann fügen wir mal eine Fragengruppe hinzu, um mal zu sehen, wie das aussieht. Und dann kann ich jetzt hier auf Speichern gehen oder ich kann auf Speichern und Frage hinzufügen. Das heißt also, dass direkt innerhalb der Fragengruppe dann die Möglichkeit geboten wird, dort eine Frage hinzuzufügen. Und man sieht jetzt hier, dieser Code ist dann G02 Q03. Das heißt also jetzt, dass das so codiert wird, dass man sowohl sieht, zu welcher Fragengruppe das gehört, als auch, dass es dann eben die dritte Frage ist. Wenn man das möchte, kann man das so lassen. Ich ändere das jetzt mal wieder einfach auf Q3, sodass die Fragen bei mir einfach durchgehend nummeriert sind. Und dann gehe ich wieder auf Speichern und Schließen. Und dann sieht man hier gleich auf der linken Seite, dass wir jetzt eine zweite Fragengruppe haben mit dieser Frage Q3. So, und was sehr praktisch ist, hier bei der Struktur der Umfrage, kann man auch die Fragengruppen und die Fragen hin und her schieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fragengruppe 2 hier oberhalb der Fragengruppe 1 haben möchte, ziehe ich das einfach hier hoch und dann ist die Reihenfolge der Fragengruppen verändert. Ich kann auch die Fragen hier innerhalb der Fragengruppe
verschieben und ich kann auch die Fragen in verschiedene Fragengruppen reinziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Q2 dann doch lieber in dieser Fragengruppe drin haben möchte, kann ich das auch hier tun. Also man kann hier beliebig die Fragen verschieben und das ist sehr praktisch. Wenn man dann die Struktur einer Umfrage erstellt hat, kann man sich eine Vorschau anschauen. Da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich eine Vorschau für die gesamte Umfrage anschauen, nur für die jeweilige Fragengruppe oder nur für die jeweilige Frage. Wir schauen uns mal jetzt die Umfrage-Vorschau insgesamt an. Sieht man hier zunächst mal die Startseite der Umfrage, die hatte ich ja einfach nur Test genannt. Und dann sieht man die verschiedenen Fragen, die man hier innerhalb der Fragengruppen angelegt hat. So kann man also sehr gut testen, ob die Umfrage so erstellt wurde, wie man das haben möchte. Dann hat man hier zu jeder Frage noch ein paar Werkzeuge, das sind ein bisschen speziellere Sachen. Mit dem Bedingungsdesigner kann man bestimmte Bedingungen erstellen, wenn man die nicht selber in dieses Bedingungsfeld eintippen möchte. Wer das genauer wissen möchte, gerne nochmal in das Video reinschauen mit dem Titel Bedingungen erstellen. Dann kann man hier Vorgabeantworten bearbeiten, da kann man also einstellen, welche von den Antwortoptionen die Voreinstellung sein soll für die Befragten. Dann kann man die Frage exportieren, kopieren, man kann die Logik überprüfen. Das ist dann relevant, wenn man ein bisschen komplexere Relevanzgleichungen in dieses Bedingungsfeld eingetragen hat, oder man kann die Frage löschen. Soweit erstmal zur Struktur der Umfrage und jetzt wollen wir mal zu den Einstellungen hier auf der linken Seite rüber wechseln. Man sieht, dass man hier jetzt sehr, sehr viele Einstellungen zu dieser Umfrage hier vornehmen kann und mein Tipp ist dazu auf jeden Fall mal in das Manual, also in das Online-Handbuch zu Lime-Survey reinzuschauen. Da werden die ganzen Einstellungen nochmal im Detail erklärt und ich gebe mal so einen ganz kleinen Überblick über die wichtigsten Einstellungen. Wenn man hier auf Übersicht geht, kriegt man auch von Lime-Survey sozusagen so eine kleine Übersicht, was sind die wichtigsten Einstellungen. Und zwar kann man hier zum Beispiel auf der rechten Seite sehen, welche Textelemente gibt es, welche Beschreibung gibt es für die Umfrage, welchen Willkommenstext und welche Endnachricht. Hier habe ich jetzt keine Texte eingegeben, deswegen sind hier keine drin. Man kann hier aber auf die Zahnrädchen gehen und dann die Umfrage Texte direkt bearbeiten. Dann kann man hier auf der linken Seite gucken, wie ist jetzt eigentlich hier der Link für diese Umfrage. Wenn man also dann Befragten ermöglichen möchte, an der Umfrage teilzunehmen, kann man diesen Link hier verteilen. Dafür muss man natürlich die Umfrage zunächst aktivieren. Wenn Sie dazu nochmal genauere Informationen haben wollen, schauen Sie gerne mal in mein Video mit dem Titel Umfrage aktivieren und durchführen. Und dann haben wir hier Informationen zum Veröffentlichungs- und Zugriffseinstellungen. Da können Sie also sagen, zu welchem Zeitpunkt die Umfrage durchgeführt werden kann durch die Befragten. Ich habe jetzt hier noch keinen Start- und kein Enddatum eingetragen. Und auch hier können Sie auf das Zahnrädchen klicken und dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Dann haben wir hier unter Hinweise und Warnung ein paar Informationen, welche Einstellungen momentan bei der Umfrage aktiv sind. Steht zunächst mal Antworten auf diese Umfrage sind nicht anonymisiert. Das kann man ändern, wenn man die Umfrage aktiviert, wird man dann nochmal gefragt, ob die Antworten anonymisiert sein sollen oder nicht. Dann wird hier gesagt, es wird Gruppe für Gruppe angezeigt, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Das ist eine der wichtigsten Einstellungen. Und dann steht hier noch, dass die Teilnehmenden teilweise fertiggestellte Umfragen zwischenspeichern können. Aber wenn wir hier mal auf die allgemeinen Einstellungen gehen, dann finden wir hier auf der rechten Seite diese Information zu dem Format. Und das ist eben wichtig, dass man sich überlegt, wie soll das Ganze eingestellt sein. Und hier steht zunächst mal Erben, Gruppe für Gruppe. Erstmal die Frage, was bedeutet dieses Erben? Dieses Erben heißt, dass diese Einstellung übernommen werden soll aus den globalen Einstellungen. Sie können also globale Einstellungen machen, wie die Einstellungen in allen Ihren Umfragen vorgenommen werden sollen. Und nur wenn Sie dann sozusagen davon abweichen wollen, müssen Sie das in der jeweiligen Umfrage ändern. Ich zeige einmal kurz, wo man das im Menü findet. Das ist hier unter Konfiguration und dann hier Einstellung globale Umfrage. Dort kann man also diese ganzen Einstellungen hier vornehmen und die gelten dann für alle Umfragen, die man erstellt. So, und man sieht jetzt hier, dass in der Voreinstellung beim Erben Gruppe für Gruppe steht. Und das Gruppe für Gruppe bedeutet, dass die einzelnen Fragegruppen, die wir uns gerade in der Struktur angeschaut haben, jeweils auf einer Seite der Umfrage dargestellt werden. Alternativ kann man eben auch sagen, dass jede Frage einzeln auf einer Seite angezeigt werden soll. Das heißt, nach jeder Frage müssen die Befragten dann auf diesen Weiter-Button klicken. Oder man kann alles auf einer Seite wählen. Dann werden unabhängig davon, was für Fragengruppen man hat, werden einfach alle Fragen auf einer Seite angezeigt, sodass man da relativ weit eben nach unten scrollen kann. So, dann kann man hier die Designvorlagen auswählen, wie das Ganze also dann vom Design her aussehen soll. Und auch dort steht wieder Erben Fruity, das heißt also die Voreinstellung ist dieses Fruity Design. Man kann es dann eben anpassen, wenn man ein anderes Design haben möchte. Dann hat man hier Einstellungen zu Umfragebesitzer und Administrator und so weiter. Da kann man die Voreinstellungen lassen. Dann haben wir hier die Textelemente, die ich gerade schon kurz angesprochen hatte, die man hier dann verändern kann. Einstellungen zur Datenschutzerklärung, auch wichtiger Punkt, dazu werde ich nochmal ein Video demnächst ergänzen. Dann kann man hier bei der Designvorlage-Option, kann man eben bestimmte Design-Einstellungen verändern.
Und bei Präsentation gibt es dann jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, wie die Umfrage für die Befragten angezeigt werden soll. Auch hier lohnt es sich nochmal, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sich anzuschauen und dafür das Handbuch, also das Online-Manual, zu verwenden. Ich verlinke das auch nochmal unten. Sie können es auch einfach finden, indem man online eben eingibt Lime Survey Manual, dann findet man direkt dieses Handbuch. Wir können mal ganz kurz anschauen, was hier die wichtigsten Möglichkeiten sind. Man kann hier einen Frageindex anzeigen, sodass die Befragten also zwischen den Fragen hin und her springen. Man kann hier sagen, ob der Fragengruppenname eingeblendet werden soll oder nicht. Und hier sieht man, dass also die Voreinstellung die ist, dass beides gezeigt werden soll, sowohl der Fragengruppenname als auch die Beschreibung. Das kann manchmal sinnvoll sein, meistens will man das allerdings nicht, weil dann oben immer dieser Fragengruppenname steht. Das können Sie also hier dann ausblenden. Und dann haben wir hier die Fragennummer und den Fragencode. Und hier ist die Voreinstellung, dass beides versteckt wird. Und das ist auch sinnvoll. Der Fragencode und auch die Fragennummer sind ja interne Informationen. Die Befragten sollen ja nur die Frageformulierung sehen. Und dann kann man hier noch jede Menge verschiedene Anzeigemöglichkeiten eben verändern, ob hier sowas angezeigt wird, wie diese Frage hat so und so viele Fragen, ob die Willkommensseite angezeigt werden soll, ja oder nein, ob eine Rückwärtsnavigation möglich sein soll, also ob die Leute neben dem Weiter-Button auch einen Zurück-Button haben sollen, ob es einen Fortschrittsbalken gibt und so weiter. Da lohnt es sich, wie gesagt, sich mal einen Überblick zu verschaffen dann im Handbuch. Und dann kann man hier Teilnehmereinstellungen machen. Das ist nur dann relevant, wenn man personalisierte Umfragen erstellen möchte mit Zugangsschlüsseln. Auch dazu habe ich ein Video erstellt mit dem Thema Zugangsschlüssel, Benachrichtigungen und Daten. Da kann man nochmal so ein bisschen genauer einstellen, was alles gespeichert werden soll bei der Eingabe von den Befragten. Und das kann man auch nochmal beim Aktivieren das meiste davon nochmal einstellen. Und bei Veröffentlichung und Zugriff kann man auch nochmal dieses Startdatum und Enddatum, das wir in der Übersicht vorhin gesehen haben, einstellen und ein paar weitere Details. So, dann hat man hier noch weitere Möglichkeiten, Umfragemenü. Die meisten Sachen davon braucht man bei einer ersten Standardumfrage nicht. Deshalb soweit erstmal als kleiner Überblick und viel Erfolg bei der Anwendung und der Erstellung einer Umfrage in Lime Survey 5.